Da sind wir wieder zurück bei Red hier live vom großen Topmodel-Finale in Düsseldorf. Wir haben es uns hier hinten schon mal Backstage bequem gemacht und ich habe zwei ganz besondere Gäste bei mir sitzen, nämlich Bill und Tom Kaulitz von Tokio Hotel. Ihr wart heute dabei im Publikum, habt euch das Ganze angeschaut. Wie war's? Was war euer Highlight? Es war gut. Ich fand, wir haben leider so ein bisschen wenig gehört. Man muss ehrlich sagen, in der Halle hört man viel, viel weniger als die Leute, die wahrscheinlich zu Hause zugucken. Aber wir hatten Spaß auf jeden Fall. Also ich fand vor allem die Drag Queens sehr gut. Das war lustig und bunt und hat mir gut gefallen. Das war auf jeden Fall ein Highlight. Da haben alle hingeguckt. Ja, ne? Das war sehr gut. Wie happy bist du, Tom, dass Toni gewonnen hat? Ich habe ehrlich gesagt auf die andere getippt, aber Tom war der Einzige. Tom war der Einzige, muss man sagen, weil aber wir alle bei uns im Blog waren. Aber wir sind natürlich trotzdem happy. Warum hast du auf die andere getippt? Auf Juliana? Hätte ich einfach gedacht. Ich habe gedacht, aber ich habe auch keine Ahnung davon. Ich habe gedacht, die läuft ein bisschen besser, aber Tom, der Experte. Ich bin einfach kein Experte. Tom, der Experte. Jetzt seid ihr ja auch wahnsinnig jung, erfolgreich, berühmt geworden. Habt ihr einen Tipp, den man der Toni mit auf den Weg geben kann oder auch den Mädels von Topmodel mit auf den Weg geben kann? Wie geht man mit dem Erfolg am besten um? Wie bleibt man auf dem Boden? Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man authentisch bleibt und bei sich bleibt und die Entscheidungen alle aus dem Herzen trifft. Also das war bei uns immer so, wenn wir selber Fehler gemacht haben und selbst das Falsche entschieden haben, dann konnte ich da immer total gut mit leben. Und das Schlimme ist, wenn andere Leute einem reinreden und dann macht man was man gar nicht will und dann am Ende schämt man sich dafür oder kann damit dann nicht mehr so gut leben. Bei uns, wir haben immer alles selber entschieden und unsere Band gab es schon ganz lange auch vorher und wir haben immer so alle Entscheidungen aus dem Herzen getroffen und ich glaube, das ist so der Key, dass man immer ganz gut mit seiner Karriere auch umgehen kann und damit leben kann. Wie siehst du das? Ja, also auf jeden Fall, das ist mit das Wichtigste und dann gute Leute um sich herum haben. Ich glaube, das ist auch wichtig. Bei uns war es auch immer so, wir haben, also die meisten Leute, die für uns arbeiten, sind schon seit 15 Jahren dabei. Und ich glaube, du musst einfach ein gutes Team finden, Leuten, denen du vertraust und deine Family mitnehmen. Und bei uns ist das ja sowieso praktisch. Immer dabei. Und immer dabei. Und darum, ja, das ist so das Wichtigste, glaube ich schon. Ihr habt ja heute auch gearbeitet. Ihr wart ja heute nicht nur zum Vergnügen hier, ihr wart ja heute den ganzen Tag schon im Tonstudio, habe ich gehört, oder? Genau, ja, wir waren jetzt die ganze Woche über, wir waren auch schon die ganze Woche in Deutschland und sind ins Studio gegangen. Genau, wir haben neue Musik gemacht, die sehr, sehr, sehr gut geworden ist. Wobei man aber dazu sagen muss, wir sind eigentlich immer im Studio, wenn wir jetzt nicht gerade ein Konzert spielen. Also eigentlich egal, wo wir hingehen, haben wir eigentlich immer ein Studio und sind am Musik machen. Ja, wir haben euch zum Interview getroffen. Ein sehr lustiges Interview, wie ich finde. Und wir haben über eure Beziehung zueinander gequatscht, wir haben eure geteilten Kleiderschränke bequatscht und natürlich haben wir auch über das Thema Liebe gequatscht und das gucken wir uns jetzt mal an. Okay. Seit genau einer Woche ist es offiziell. Heidi Klum und Tom Kaulitz sind ein Paar. Auf der Ampfergala in Cannes stellen sich die beiden zum ersten Mal dem Blitzlichtgewitter der Fotografen und turteln wie verliebte Teenies im Brautpaar-Look. Dass er in einer Beziehung ist, bestätigt uns der Tokio Hotel-Gitarrist aber schon vor 2 Wochen exklusiv. Hast du denn eine Beziehung? Bei mir gibt's eine. Glücklich? Super glücklich. Bei solch wichtigen Statements immer an seiner Seite sein engster Vertrauter Zwillingsbruder Bill. Der beglückwünscht das Paar gleich erstmal auf Instagram. Seit 28 Jahren vergeht kein Tag, an dem die Brüder nicht miteinander sprechen. Teilen sich sogar ein Konto und ein Haus. Wir machen alles zusammen eigentlich. Also wir machen eigentlich echt ziemlich viel zusammen. Also gerade bei uns natürlich extrem ist ja nicht nur die Zwillingsverbindung, sondern wir haben ja auch wirklich noch den gleichen Job. Das heißt, wir teilen eigentlich wirklich 24/7 fast alles miteinander. Und wenn wir gerade irgendwie nicht zusammenhängen, dann telefonieren wir eigentlich wegen irgendwas. Wer vermisst den anderen mehr, wenn er weg ist? Will mich. Das würde ich so überhaupt nicht sagen. Also Tom ruft schon oft an. Also normalerweise ist Tom derjenige, der anfällt. Das stimmt überhaupt nicht. Wir merken schnell, die beiden haben eine ganz besondere Verbindung. Denn bei den meisten Fragen passiert in unserem Interview das. Da würde ich mit keiner anderen Band tauschen wollen. Nee. Wow, das war ein Zwillingsmoment schon wieder. Ja. 2005 starten die Brüder mit ihren Bandkollegen Gustav und Georg mit ihrer Band Tokio Hotel durch. Über Nacht werden sie mit gerade mal 15 Jahren zu den deutschen Superstars. Es regnet Auszeichnungen und ihre meist weiblichen Fans fallen bei Auftritten reihenweise in Ohnmacht. Rund 12 Jahre später haben die mittlerweile erwachsenen Fans dazugelernt.
Das mit dem Schreien ist nicht mehr unbedingt. Also es ist jetzt nicht so, dass die Leute alle hysterisch ausflippen und alle reihenweise umfallen. Obwohl man sagen muss, jetzt in Berlin hatten wir extrem viele Leute, die umgekippt sind, weil es wahnsinnig heiß war. Also das hast du schon auch noch. Wir haben beides so ein bisschen. Wir müssen immer gucken, dass wir nichts posten. Ich gucke immer beim Instagram, dass man nie irgendwo was sieht, weil die Leute sind echt gut. Die finden teilweise raus mit dem Stuhl im Hintergrund, in welchem Studio das jetzt ist, in welchem Club das ist oder so. Gerade um mehr Privatleben zu haben, ziehen die Zwillinge in die USA. Es wird ruhig um die Band, kaum noch Auftritte und Interviews, keine neue Musik. Während die anderen Bandmitglieder Familien gründen, brauchen Bill und Tom eine Auszeit vom Trubel. Viele Leute denken immer, er ist ruhig geworden, aber das haben wir natürlich auch mit beabsichtigt so gemacht. Und machen wir auch immer noch. Wir gucken natürlich, arbeiten das heute anders, unsere Musik, und gucken, mit wem wir Interviews machen, mit wem nicht, sagen natürlich auch viele Sachen ab. Und versuchen natürlich auch Alben, wenn wir die zu promoten haben, auch gezielt zu promoten, wo es um Musik geht und nicht irgendwie um unser Privatleben oder so. Die Brüder aus einem Dorf bei Magdeburg fallen vor allem mit ihrem exzentrischen Style auf. Zu Anfang noch mit schwarzer Igelfrisur und Dreadlocks, haben die eineiigen Zwillinge erst auf den zweiten Blick Ähnlichkeit. Inzwischen versuchen sie nicht mehr, sich optisch zu unterscheiden. Ja, aber ehrlich gesagt, genau, das ist ja zum Beispiel schon mal ein Gerücht, womit wir jetzt mal aufräumen können, weil wie man sieht, geht Bill eher an meinen Kleiderschrank, weil es ist ja jetzt, guck mal, ist alles ein bisschen weiter. Ich war ja früher schon auf Baggy, heute hat Bill die Baggy an, ein bisschen die XXL-Jacke, also es ist eigentlich genau andersrum, Bill geht nämlich an meinen Kleiderschrank und lässt sich vor allem inspirieren davon. Ich sag mal so, wir nähern uns heute mehr an. Seit 8 Jahren leben die zwei mittlerweile in L.A., haben gerade eine Welttournee beendet und arbeiten wieder an neuen Songs. Wenn sie aber doch mal in Deutschland sind, wird immer zuerst Oma Kaulitz besucht. Eigentlich. Unsere Oma hat gesagt, sie macht uns dieses Jahr keinen Rhabarberkuchen, weil wir nicht gekommen sind. Normalerweise macht sie uns den und friert sie uns den ein. Und sie hat gesagt, das passiert jetzt aber nicht mehr, weil sie fand es nicht Diesmal so gut, war sie beleidigt. Ja, sie war ein bisschen beleidigt, dass wir nicht gekommen sind. Gerade wegen ihrer seltenen Besuche in Deutschland sind zurzeit wieder alle Kameras auf Tom und Bill gerichtet. Und ja, sicher hat auch Toms Privatleben damit zu tun. Die Fans dürfen sich freuen. Ende des Jahres soll ein neues Album kommen und dann kriegen wir Bill und Tom sicher wieder häufiger zu sehen. Ja, das ist doch schön, dass ihr hier in Deutschland seid. Habt ihr euch heute auf den Spargel gestürzt? Auf typisch deutschen Spargel am Catering? Total. Ja, bei uns gab es Wir haben, glaube ich, jeden Tag Spargel gegessen. fast zweimal am Tag sogar. Und Also Klöße manchmal gab es auch. Ja, Klöße gab es auch, Spargel und eigentlich mittags und abends. Ja. Und Oma hat auch noch einen Besuch bekommen? Oma hat keinen Besuch bekommen, die hat das aber vom letzten Mal gesehen und war total traurig und hat gesagt, beim nächsten Mal mache ich wieder Kuchen, ich verspreche es euch. Ja, von daher, wir hoffen auf weiteren schönen Rhabarberkuchen. Ja. Wir drücken euch ganz, ganz fest die Daumen. Wie sehr genießt ihr das denn hier in Deutschland zu sein? Ich meine, wir haben es gerade schon gehört, ihr seid nicht so oft hier, seltene Besuche. Wie sehr genießt ihr es, hier in der Heimat zu sein? Ach, ich finde das schon schön. Also wir kommen immer gerne wieder zurück. Jetzt sind wir gerade nur 6 Tage da, ganz kurz ins Studio. Wir stürzen uns aufs deutsche Essen, schaufeln ganz viel Kuchen und Spargel und diese ganzen Sachen in uns rein. Und Man vermisst jetzt einfach auch Sachen ganz anders. Also darum Ja. sind wir jetzt gerne hier, weil wir halt einfach so selten da sind. Und dann ist das so ein bisschen eigentlich fast wie ein Tourist, weil man dann einfach die hierher kommt und nur die positiven Sachen einfach in sich reinschaufelt. Und dann fliegen wir schon wieder in die Sonne. Ihr habt auch Mama dabei gehabt heute, oder? Ja. Mama war heute auch dabei, die wollte sich das auch mit angucken. Wir saßen alle zusammen, das war so ein richtiger Familienausflug heute. Das war schön. Ja, das war schön. Also Familie ist auf jeden Fall bei euch groß geschrieben. Total. Wir jeden sind Fall. ganz, ganz eng mit unserer Familie, mit unserer Mama vor allem. Die ist ganz oft mit dabei, immer wenn sie kann. Und das war ganz schön heute. Wir wollten eigentlich gar nicht arbeiten heute und haben heute. Und wir saßen echt nur da. Wir sind aus dem Hotel, haben alle einen schönen Tag zusammen verbracht und sind dann uns die Show angucken gegangen. Auf was können wir uns denn jetzt freuen? Ich habe gehört, es gibt auch ein Sommercamp. Genau, wir machen in diesem Jahr, das ist die einzige Möglichkeit, uns sozusagen auch noch live zu sehen. Wir veranstalten eigentlich ein eigenes Tokyo Hotel Festival. Das wird total abgefahren. Wir machen das zum allerersten Mal, sind wahnsinnig aufgeregt, haben eine Halbinsel gemietet und machen da ganz viel Action. Also es ist eigentlich ein richtiges Festival. Man kann sich das vorstellen wie so ein richtiges Festival mit Campen, allem drum und dran. Und wir verbringen 4 Tage mit unseren Fans auf dieser Insel. Und das machen wir Ende Juli. Das wird ganz gut.
Wie viele Fans sind da dabei? Das wird ganz, ganz klein. Wir Limitiert. machen nur 500 Leute. Wir wollten schön ein Team machen. Und dann ist da quasi wie so eine eigene Stadt aus Campingzelten. Und, Also du kannst es eigentlich fast gar nicht mit mehr Leuten machen, weil also die Idee daran ja ist, dass wir so ein gemeinsames Experience haben und zusammen was erleben. Und wenn es mehr Leute sind, dann kannst du dich ja nicht auf die Leute konzentrieren. Genau. Da haben wir gesagt 500 maximal und da müssen wir uns wahrscheinlich schon ein bisschen aufteilen so in der ich Band. bin echt gespannt. Aber wir Und freuen ich uns habe darauf. gerade einen Fußring gefunden von irgendwem. Der hat irgendwer verloren. Ich glaube, es war ein Fußring. Oder von, Hast du hier schon mal aufgeräumt? ich habe hier schon ein bisschen aufgeräumt. Ja. Ich habe schon gedacht, was macht er denn da? Ja. Seid ihr selber auch Festival-Fans oder Camping-Fans? Oder? Total. Also Tom und ich gehen immer aus Coachella eigentlich. Wir haben es jetzt die letzten beiden Jahre leider nicht geschafft, weil wir selber auf Tour waren. Sind sonst aber immer dabei. Ich glaube, ich war vor 7 Jahren das erste Mal auf dem Coachella. Und so soll das auch so ein bisschen werden. Also Wir haben uns Coachella ist zum Beispiel auch von der Ausrichtung her, von dem, was da passiert, vom Licht, von der ganzen Produktion so ein bisschen die Inspiration auch gewesen, so ein eigenes Ding mal zu machen. Und es wird ganz viel Musik geben und DJs und wir selber spielen natürlich auch. Und das werden hoffentlich richtig intensive 4 Tage. Und ihr schlaft mit dem Zelt. Und wir schlafen mit wir dem schlafen Zelt. mit dem Zelt, ja. Also ich schlafe im Einzelzelt natürlich. Ich auch. Der prüfende Blick. Ja, das war heute echt eine fette Show. Es hat so viel Spaß gemacht. Auf was freut ihr euch besonders jetzt? Oder was denkt ihr, wie geht's jetzt weiter, auch mit Toni? Also ich glaube, Toni wird jetzt erstmal wahnsinnig viel zu tun haben, wie das immer so ist. Ich glaube, diese ganze Aufmerksamkeit, die wird jetzt erstmal die ganzen nächsten Wochen kaum schlafen. Wir kennen das auch ganz gut, wenn man schon vor Schlafentzug seinen Körper schmerzt und man gar nicht weiß, wie man eigentlich noch aufstehen soll. Ich glaube, so wird das jetzt in den nächsten Tagen für sie laufen. Hoffentlich, Was ja. aber ganz schön ist, ich glaube, die wird das jetzt aufsaugen und hoffentlich genießen. Wir gehen jetzt auf eine Party und Genau, wir gehen trinken jetzt trinken. noch was. Das klingt gut. Mit Mama und mit allem drum und dran. Und feiern noch ein bisschen die Show. Das ist schön. Genießt den Abend, genießt eure restlichen Tage hier in Deutschland und vielen Dank, dass ihr da wart. Dankeschön. Danke.